Good morning, and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. I told yesterday I love to talk about reigning with Christ. Gestern habe ich erzählt, wie sehr ich es liebe, über das Regieren mit Christus zu sprechen. See, what we do here in Brazil as Brazilian Kids Kare is we are reigning through Christ. Genau das machen wir hier in Brasilien mit Brazilian Kids Kare. Wir regieren durch Christus. Where the political system didn't do anything, we did. Wo das politische System nichts getan hat, haben wir etwas getan. We're just going into dark places and changing the lives of the children. Wir gehen einfach an dunkle Orte und verändern das Leben der Kinder. I was at one of our orphanages less than 2 weeks ago. Ich war vor weniger als 2 Wochen in einem unserer Waisenhäuser. And it was so beautiful to see an incredible story of a miracle. Es war so schön, eine unfassbar schöne Geschichte dieses Wunders zu sehen. There was a child that arrived there and was diagnosed with a serious autism. Bei einem Kind, das dort ankam, wurde ein schwerer Autismus diagnostiziert. And I've known the child soon after it arrived. Ich lernte dieses Kind schon bald nach seiner Ankunft kennen. He's actually a teenager. Er ist ein Teenager. Today, that teenage boy is functioning well and is even working. Heute ist dieser Teenager gesund und ist sogar berufstätig. Why? Warum? Because the director of the orphanage decided that she needs to reign right there in that dark place. Weil die Leiterin des Waisenhauses beschlossen hat, dass sie genau dort an diesem dunklen Ort herrschen muss. Wherever God has placed you, you are supposed to reign through Christ. Wo immer Gott dich hingestellt hat, sollst du durch Christus herrschen, regieren. Just remind yourself of this. Erinnere dich einfach daran. He doesn't have anybody except you at the very place that you are to reign through. Er hat niemanden außer dich an dem Ort, durch den er herrschen kann. He needs you. Er braucht dich. Are you willing to be him? Bist du bereit, er zu sein? Are you willing to be the Jesus on the place where you are? Bist du bereit, der Jesus an dem Ort zu sein, an dem du bist? You need to be. Du musst es sein. Because once you are willing to be Jesus in your place, he has somebody who he can reign through. Denn wenn du bereit bist, Jesus an deinem Platz zu sein, hat er jemanden, durch den er herrschen kann. So there needs to be a constant increased reigning of Christians on this earth. Die Christen, die regieren, die herrschen, müssen sich ständig vermehren. Until finally Jesus will come back and set up his kingdom. Bis schließlich Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichtet. So look, verse 25 is telling us that until he is destined to reign as king. Vers 25 sagt uns, bis dahin ist er dazu bestimmt, als König zu regieren. Until all hostility has been subdued and placed under his feet, which of course will only happen in the millennium. Bis alle Feindschaft unterworfen und ihm unter seine Füße gelegt worden ist, was natürlich erst im Millennium geschehen wird. Think about this. Denk darüber nach. Reigning means that we are not afraid of darkness because we are the ones who exercise authority. Regieren bedeutet, dass wir keine Angst vor der Dunkelheit haben, denn wir sind diejenigen, die die Autorität ausüben. Reigning means we are not afraid of sickness because we are the one who are the authority. Regieren bedeutet, dass wir keine Angst vor Krankheit haben, weil wir es sind, die die Autorität haben. Reigning means that we are not afraid of awful distraction because we are the ones who are the authority. Herrschen bedeutet, dass wir keine Angst vor schrecklicher Zerstörung haben, denn wir sind diejenigen, die die Autorität haben. Reigning means we don't run away from where the sin is great because we are the authority to bring restoration and grace. Regieren bedeutet, dass wir nicht weglaufen, wo die Sünde groß ist, weil wir die Autorität sind, Wiederherstellung und Gnade zu bringen. That's the way we have to reign. Das ist die Art und Weise, wie wir regieren müssen. And then Paul is saying in the 26th verse, Im Vers 26 sagt Paulus dann, and the last enemy to be subdued and eliminated is death itself. und der letzte Feind, der unterworfen und beseitigt werden muss, ist der Tod selbst. So we know that Paul is saying at the very, very end, there will be nobody dying anymore. Paulus will damit sagen, dass ganz am Ende niemand mehr sterben wird. This is why I believe in the whole context he's talking about the millennium and then the end of all things. Deshalb glaube ich, dass er im gesamten Kontext vom Millennium und dann vom Ende aller Dinge spricht. Because we know in the millennium people will be alive for 1000 years. Denn wir wissen, dass die Menschen im Millennium 1000 Jahre lang leben werden. Nobody's going to die during that time. Niemand wird während dieser Zeit sterben. And in the end, when everything will be over, we will live forever. So death has been totally subdued. Am Ende, wenn alles vorbei sein wird, werden wir ewig leben. Der Tod ist dann völlig besiegt worden.
Jesus already conquered it. Jesus hat ihn bereits besiegt. But then there comes a final day where we will all live in that victory of Jesus Christ. Dann kommt der letzte Tag, an dem wir alle in diesem Sieg von Jesus Christus leben werden. 27 is telling us, Vers 27 sagt uns, the Father has placed all things in subjection under the feet of Christ. der Vater hat ihm, Christus, alles seinen Füßen unterworfen. Yet, when it says all things, it is understood that the Father does not include himself. Wenn es aber heißt alles, so ist damit gemeint, dass der Vater sich selbst nicht einschließt. He is the one who placed all things in subjection to Christ. Denn er ist es, der Christus alles unterworfen hat. It's very interesting that Paul says that everything has been placed under subjection to Jesus. Es ist sehr interessant, dass Paulus sagt, alles wurde Jesus unterworfen. And this seems to be written in the past tense. Es hat den Anschein, in der Vergangenheit geschrieben worden zu sein, But it's written in the active grammar in the original Greek. aber im griechischen Original steht es im Aktiv. So what does it mean? Was bedeutet das dann? Well, let's look at it carefully. Wir schauen es uns genauer an. The Father has placed everything actively in the past tense under the feet of Jesus Christ. Der Vater hat alles unter die Füße Jesu Christi gelegt, aktiv in der Vergangenheit, Except himself, of course. außer sich selbst natürlich. So let's ask, what are the feet of Jesus Christ? Fragen wir uns also, was sind die Füße Jesu Christi? See, if you study carefully, especially the book of Ephesians, which gives a much clearer picture. Wenn du sorgfältig studierst, besonders das Buch der Epheser, das ein viel klareres Bild vermittelt, It's very clear that the body of Jesus Christ are us, we, people, the church. ist es ganz klar, dass der Leib Jesu Christi wir sind. Wir, die Menschen, die Gemeinde. In fact, Paul teaches it to these people here too. Tatsächlich lehrt Paulus diesen Menschen hier genau das. Just three chapters before, in the 12th chapter. Nur 3 Kapitel vorher im 12. Kapitel. He makes it very clear that Jesus is the head, but we are the very body of Jesus Christ. Macht er sehr deutlich, dass Jesus das Haupt ist, aber wir selbst sind der Leib Jesu Christi. So if the church is the body of Jesus Christ, then the church are also the feet of Jesus Christ. Wenn also der Leib Jesu Christi die Gemeinde ist, dann sind mit der Gemeinde auch die Füße Jesu Christi gemeint. See, when people say, God is in control, Wenn die Leute sagen, Gott hat die Kontrolle, and I tell people, God is not in control, people are in control. und ich sage, Gott hat nicht die Kontrolle, die Menschen haben die Kontrolle, People try to argue about this so many times. versuchen die Menschen immer wieder darüber zu argumentieren. But look how much the Bible is even teaching this right here too. Aber sieh mal, wie sehr die Bibel genau das hier lehrt. Everything is under the feet of Jesus, not under the head of Jesus. Alles liegt unter den Füßen von Jesus, nicht unter dem Kopf von Jesus. We are his feet. That means everything is under us, the people. Wir sind seine Füße, das bedeutet, dass alles unter uns, den Menschen ist. Let me teach you a little bit more about this tomorrow. Ich werde morgen ein wenig mehr darüber lehren.